Herzlich willkommen zum weiteren Teil aus meiner Tutorial-Reihe. Heute dreht sich das Video rund um das Programm OpenIV. Denn wer sich Mods in GTA 5 anschaffen will, sei es ein neuer Grafiklook, andere Waffensounds oder neue Fahrzeuge, kommt um das Tool gar nicht drum herum. Darum möchte ich euch heute OpenIV nicht nur vorstellen, sondern auch wichtige Funktionen mit auf den Weg geben. Ihr bekommt außerdem noch Tipps, wie ihr vermeiden könnt, dass nach jedem neu installierten Mod euer Spiel defekt ist. Falls es doch schon soweit sein sollte, zeige ich euch auch, was ihr dagegen tun könnt. Wenn ihr also noch Anfänger im Modden seid, empfehle ich euch, das Video bis zum Schluss anzuschauen. Eine wichtige Info, bevor es losgeht: Zusätzlich braucht ihr zum Modden auch wichtige Skripts, denn ohne die werdet ihr nicht weit kommen. Welche das sind und wie man sie einfügt, zeige ich euch im Video davor. Wer außerdem noch LSPDFA dabei haben möchte, guckt sich mein LSPDFA Installationsvideo an, und wenn ihr alles befolgt wie in den Videos, habt ihr bald keine Probleme mehr mit Mods. Und da sehen wir einmal das Fenster mit der Sprache. Da wählen wir erstmal Englisch aus, weil wir nichts anderes können. Dann bestätigen wir hier einmal unsere Lizenzen. Dann gehen wir auf Continue und hier lassen wir alles so wie es ist. Gehen weiter einfach auf Continue. Ja drücken und dann lädt OpenIV schon. So, hier haben wir es jetzt fertig installiert. Und dann wählen wir hier einmal GTA 5 aus. Und dann suchen wir einmal die Location von unserem Spieleordner. Das ist bei jedem natürlich ein bisschen unterschiedlich. Dann wählen wir einmal den Ordner aus, den wir haben wollen. Dann sehen wir, dass es grün aufleuchtet. Dann gehen wir auf Continue. Und da öffnet sich jetzt unser OpenIV. So sieht das bei euch dann auch aus. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist das Spielverzeichnis von dem GTA-Ordner, den wir uns ausgesucht haben. Wir können hier auch die Skripts sehen. Das heißt, wenn ihr das Video davor schon gesehen habt und auch alles so gemacht habt, dann habt ihr auch den Heap Adjuster drin. Was können wir jetzt also als allererstes tun? Wir gehen einmal hier auf Tools oben drauf und dann klicken wir einmal auf den ASI Manager. Dann öffnet sich hier dieses Fenster und wir sehen hier 3 Funktionen, die installiert werden müssen. Die müssen wir auch installieren, das ist auf jeden Fall Pflicht. Also klicken wir einfach auf Install bei beiden Sachen. Und hier haben wir jetzt eine besondere Funktion. Und zwar erstellt er uns hier einen eigenen Mods-Ordner. Wofür der ist, erzähle ich euch gleich. Wir verändern hier gar nichts in den Einstellungen, sondern drücken hier einfach auf Yes. Das Programm ist nämlich so konfiguriert, dass es einfach schon alles für uns macht. Das erspart uns sehr viel Arbeit und sehr viel Kummer. Dann haben wir, wenn wir das gemacht haben, die OpenIV ASI hier drin und die anderen 2 Sachen, die wir auch noch gerade installiert haben, die brauchen wir, wie gesagt, auf jeden Fall, wenn wir modden wollen. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir gehen jetzt einmal hier in den Mods-Ordner. Den haben wir jetzt hier nämlich erstellt bekommen. Der war gerade nämlich noch nicht da. Und wenn wir jetzt einmal in unser Hauptverzeichnis gucken, dann haben wir den jetzt hier auch. Der wurde uns gerade hier automatisch von OpenIV erstellt. Wir können ihn auch natürlich manuell machen, aber wir nutzen hier in dem Video, in dem Tutorial nur die OpenIV-Funktion, denn dafür sind die nämlich auch gemacht, dass wir sie nutzen, damit auch ja nichts schief geht. So, wofür ist denn der Mods-Ordner jetzt überhaupt gedacht? Der Mods-Ordner ist dafür da, dass wir unser originales Spielverzeichnis nicht überschreiben. Das ist ganz wichtig, denn wir können die originalen Fahrzeuge nicht komplett umtauschen. Wir können sie höchstens überschreiben und dafür haben wir den Mods-Ordner, der das für uns übernimmt. Denn der Mods-Ordner, der übernimmt alle Dateien, die wir da reinfügen, quasi als erste Priorität. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wie können wir jetzt auf korrekte Art und Weise, ohne dass etwas kaputt geht, die Dateien, die wir brauchen, erst einmal in den Mods-Ordner kopieren, damit wir überhaupt modden können. Das erste, was wir machen müssen, damit wir hier überhaupt etwas machen können und Funktionen, die wichtig für uns sind, auch sichtbar werden, wir müssen erstmal den Edit-Mode hier oben aktivieren. Das ist ganz wichtig. Hier klicken wir dann einmal auf Ja. Und jetzt haben wir hier, weil der blau leuchtet, den Edit-Mode aktiv. Das heißt, wir können jetzt hier willkürlich was verändern. Und jetzt müssen wir halt gewaltig aufpassen, was wir tun. Denn jetzt müssen wir einmal unseren Update-Ordner nehmen. Dann gehen wir hier auf x64. Dann gehen wir auf DLC-Packs. Und hier sehen wir halt die kompletten Dateien, wo die Fahrzeuge drin sind, wo die ganzen Patches drin sind. Und wir können hier einen anklicken, den wir haben wollen. Das bedeutet, wir müssen nicht komplett alles kopieren, sondern wenn wir jetzt was installieren wollen und wir lesen uns den Pfad durch bei der Installationsanleitung und da steht jetzt zum Beispiel Patch Day 28 NG, dann klicken wir jetzt auf den Patch Day 28 NG
klicken hier nochmal rein und dann erscheint das hier. Und das ist jetzt entscheidend. Und zwar hier wird OpenIV für uns den Ordner, den wir brauchen, automatisch in den Mods-Ordner kopieren, wenn wir den Edit-Mode aktiv haben. Wenn wir ihn nicht aktiv haben, dann sehen wir die Funktion nicht. Und dann kann das ganz schnell passieren, dass sie aus Versehen in das originale Verzeichnis installiert. Und das müsst ihr verhindern. Das heißt, der Edit-Mode muss aktiviert sein. Und ihr könnt glücklicherweise ja auch überhaupt gar nichts machen, wenn der Edit-Mode aus ist. Das heißt, das ist eine kleine Sicherheitsvariante, die hier eingebaut worden ist, damit ja nichts kaputt geht. Das heißt, Edit-Mode aktivieren. Und jetzt sagt er uns Copy to Mods Folder. Und wir sehen ja hier den Pfad nochmal oben. Update x64 DLC Packs, Patch Day 28. Wenn ihr Autos installieren wollt, kommt ihr um diesen Pfad nicht drum herum. Das heißt, wir klicken jetzt hier auf Copy to Mods Folder. Und zack, haben wir es kopiert. Und jetzt hat sich der Pfad verändert. Jetzt hat sich der Pfad folgendermaßen verändert. Wir sind jetzt in Mods Update x64 DLC Packs Patch Day 28. So, das heißt, jetzt können wir hier rein und was verändern. Und wenn wir jetzt einmal zurückgehen, hier in den Mods-Ordner, haben wir den Update-Ordner schon drin, x64, den DLC-Packs und wir haben den Patch Day 28 jetzt hier schon enthalten. Das heißt, jetzt können wir in diesen Ordner verändern, was wir wollen, ohne dass wir das originale Spiel in irgendeiner Art und Weise kaputt machen. Jetzt müssen wir halt nur noch die Dateien noch rüber kopieren, die wir allgemein zum Modden brauchen. Und zwar ist das hier einmal die Update APF. Wir klicken einmal hier rein. Und dann sehen wir hier auch schon Copy to Mods Folder, das machen wir einmal, das wird dann auch OpenIV für uns erledigen. Und je nachdem, wie groß Dateien sind, die ihr rüber kopieren müsst, kann das auch eventuell dauern. Als nächstes haben wir noch die x64, da gehen wir einmal hier rein in Audio, dann klicken wir SFX an und die wichtigsten Dateien, die wir brauchen, sind einmal der Weapons Player, hier steht auch Copy to Mods Folder, das machen wir einmal. Dann gehen wir wieder zurück in den Hauptverzeichnis, dann nochmal auf Audio. Dann gehen wir wieder auf SFX und dann suchen wir den Resident APF. Da ist er. Den kopieren wir auch einmal rein. So, und jetzt haben wir unseren Mods-Ordner soweit ready mit den Dateien, die wir brauchen zum Modden. Wenn wir noch mehr Dateien brauchen, müssen wir sie natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit Patch Day 28, die manuell einmal rüber kopieren. Und dafür geht ihr dann ganz einfach hier in den Hauptverzeichnis rein. Beispiel, ihr wollt jetzt den Patch Day 6 haben, ja, und ihr habt den nicht kopiert, ich erkläre es nochmal gerne. Update, dann auf x64, DLC Packs und dann sucht ihr hier den Patch Day 6 raus. Das wäre der hier, dann geht ihr hier drauf und dann kopiert ihr den rüber. Als Beispiel, wenn ihr den bräuchtet, aber den nicht im Mods-Ordner habt. Kommen wir einmal zum Backup. Backup sorgt dafür, dass die Dateien, die wir verändern, immer irgendwie rückgängig gemacht werden können. Wie können wir das denn jetzt am einfachsten machen, wenn wir in OpenIV aktiv sind und Sachen verändern? Ich erkläre euch das anhand einer Datei als Beispiel. Und zwar gehen wir jetzt hier einmal auf x64 Audio, dann gehen wir auf Resident und dann haben wir hier die Vehicles AVC. Diese Vehicles AVC verändern wir, wenn wir neue Sirenen haben wollen, also neue Sirenensounds für unsere Polizeiautos. Oder quietschende Reifen, der Sound soll sich verändern oder was auch immer ihr mit Fahrzeugsounds verändern wollt. Bevor ihr diese Vehicles AVC wie in einer Installationsanleitung verändert, solltet ihr diese Datei nehmen und sie rausziehen, einfach hier neben auf euer Desktop. Habe ich schon gemacht vorhin. Und das hat den Hintergrund, sollte eure Datei oder euer Mod, was ihr installiert, nicht funktionieren, kann es unter Umständen sein, dass dadurch der komplette Mods-Ordner defekt ist und euer GTA nicht mehr startet. Und dann müssten wir im dümmsten Fall den kompletten Mods-Ordner neu erstellen. Das bedeutet komplett löschen. Und dann müssten wir alles, was wir in den Mods-Ordner installiert haben, komplett neu machen, inklusive den Ordner selber. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen, wenn diese Datei auf einmal defekt werden sollte, ihr was installiert habt, dann könnt ihr einfach die Datei nehmen, die ihr vorhin gesichert habt, die ja vorher noch funktioniert hat, einfach nehmen und sie dann hier einfach wieder reinziehen und dann sollte im Idealfall das wieder rückgängig gemacht worden sein, was ihr verändert habt und euer Spiel wieder funktionieren. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wirklich für alle Dateien, die ihr verändern wollt, einmal macht. Wenn die Datei funktioniert und euer Spiel keinen Schaden erlitten habt, dann könnt ihr euer Backup natürlich wieder löschen, weil sonst würdet ihr irgendwann euer ganzen Desktop voll mit Backups haben und das wollt ihr natürlich auch vermeiden. Wenn ihr vergessen habt, ein Backup zu erstellen, könnt ihr natürlich auch zum Originalverzeichnis zurückkehren. In dem Fall ist es wieder hier x64, Audio,
SFX und dann geht ihr auf die Resident drauf und dann ist ja hier die Vehicles AWC ja auch, aber das ist ja die Originale vom originalen GTA-Spiel. Aber das ist ja egal, die funktioniert ja einwandfrei. Dann könnt ihr die auf euer Desktop ziehen und dann wieder zurück in euer Mods-Ordner gehen und dann könnt ihr sie auch wieder hier ersetzen. So, es ist aber ganz schön blöd, wenn ihr zum Beispiel jetzt ganz viele Sachen verändert habt im Vehicles AWC und irgendwann funktioniert sie nicht mehr. Gut, dann habt ihr die Originale, wo noch alles wieder zurückgesetzt ist, aber euer Spiel funktioniert wenigstens. Und das ist, glaube ich, wichtiger als nur die eine Datei oder nur die paar Sounds, die dann weg sind. Die könnt ihr danach wieder neu installieren in dem Fall. Das geht ja eigentlich ganz schnell. Und dann ist noch einmal eine wichtige Sache, die ich vergessen habe. Wenn ihr Mods installiert, nutzt OpenIV wirklich nur dann, wenn auch OpenIV dafür vorgesehen ist, in der Installationsanleitung. Wenn es Dateien gibt, die nur über OpenIV erreichbar sind. Wenn das nämlich nur einzelne Dateien sind, die ihr einfach so ins Hauptverzeichnis kopieren müsst, dann macht das bitte auch wirklich hier in dem Hauptverzeichnis in euren ganz normalen Ordner. Denn es ist nämlich nicht dafür gedacht, dass sie hier etwas, was nicht zur OpenIV-Installation gehört, reinkopiert. Es ist zwar auch das richtige Spielverzeichnis, ja, aber OpenIV behandelt die Dateien teilweise, wenn ihr sie reinschreibt, anders. Denn hier haben wir ja auch Kategorien, die haben wir hier im normalen Ordner nicht. Und das kann sein, dass er damit nicht klarkommt und die Dateien irgendwo im Nirvana verschwinden oder einfach nicht richtig wiedergegeben werden können. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch an die Installationsanleitung der jeweiligen Mods haltet und sie euch immer genau durchliest, besonders dann, wenn ihr Anfänger seid. Dann erkläre ich euch noch zum Schluss einmal die Funktion mit den OpenIV-Dateien. Wenn ihr Mods installiert, werdet ihr öfter mal auf solche Dateien stoßen mit einer OIV dahinter. Das ist eine OpenIV-Datei, die dafür konfiguriert ist, eben sie nur in OpenIV zu benutzen. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie kann ich jetzt wissen, welche Sachen ich rüber kopieren muss, damit die OpenIV-Datei auch alles in die Mods-Ordner kopiert. Das ist nämlich jetzt so, eine OpenIV-Datei hat nämlich den Namen nur deswegen, weil sie so konfiguriert ist, dass sie alles, was ihr braucht, selber erstellt. Und das ist nämlich das Gute. Wenn ihr jetzt die OpenIV nämlich jetzt hier reinzieht, dann klickt ihr einfach hier auf Installieren. Ganz wichtig, der Mods-Ordner. Ihr dürft auf keinen Fall irgendwas in den Spielordner installieren, denn das ist euer originales Spielverzeichnis, das wollt ihr nicht. Wenn ihr das tut, habt ihr euer komplettes Spiel kaputt. Muss natürlich nicht sein, aber im schlimmsten Fall ist tatsächlich dann wirklich euer komplettes Spiel hin. Dann müsst ihr komplett das gesamte Spiel löschen und neu installieren und das wollt ihr nicht tun. Also ganz wichtig ist für euch, immer auf den Mods-Ordner draufklicken. Und dann seht ihr hier nochmal, wo das reinkommt. In dem Fall ist es hier Grand Theft Auto 5 Testversion bei mir jetzt. Und dann klickt ihr auf Installieren und dann installiert ihr alles. Und wenn es irgendwelche Dateien gibt, die noch nicht im Mods-Ordner reinkopiert worden sind, dann macht er das im Hintergrund selbst. Und das kann auch manchmal sein, dass wenn ihr etwas zum ersten Mal installiert, eine große OpenIV-Datei, dann dauert das dementsprechend aber auch länger. Aber dann lasst einfach OpenIV arbeiten und das macht alles so, wie es sein soll. Und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das längere Tutorial hat euch gefallen. Ich konnte euch hoffentlich viel mitgeben, viele Informationen, einige Funktionen erklären, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. Schreibt mir noch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr keine weiteren Tutorials mehr verpassen wollt, schaut gerne auf meinen Kanal vorbei, denn ich werde jetzt in Zukunft mehr von diesen Tutorials hochladen. Ich werde das Ganze chronologisch alles erstellen und dann werde ich euch das vorstellen, damit ihr eine super Übersicht habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützt mit einem Abo. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut da rein.